Hey Leute, heute möchte ich mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen. Etwas, das tief in der Geschichte der Menschheit verankert ist und das Menschen über Jahrtausende bewegt hat. Die Pilgerreise. Vielleicht fragt ihr euch gerade, was eine Pilgerreise überhaupt genau ist oder warum Menschen überhaupt das Bedürfnis haben, heilige Orte aufzusuchen. Lasst uns gemeinsam auf eine spannende Reise gehen und ganz am Anfang beginnen. Denn wenn wir verstehen wollen, was Pilgern bedeutet, müssen wir zuerst verstehen, warum Menschen seit jeher auf diese spirituelle Reise gehen. Ganz ehrlich, Pilgern ist kein neuer Trend oder eine Modeerscheinung der letzten Jahre. Tatsächlich gehört das Pilgern zu den ältesten menschlichen Praktiken überhaupt. Schon seit Anbeginn der Menschheit suchen Menschen nach etwas, das größer ist als sie selbst. Sie suchen nach Antworten, nach Trost, Heilung, Sinn und manchmal auch einfach nach Abenteuer und Selbsterfahrung. Aber warum machen Menschen das eigentlich? Warum verlassen sie ihre Heimat, ihre gewohnte Umgebung, manchmal sogar ihre Familie, um lange und beschwerliche Wege zu gehen? Die Antwort darauf ist tief in uns verwurzelt. Seit jeher haben Menschen das Bedürfnis, mit etwas Höherem oder Göttlichem in Kontakt zu treten. Und dazu gehörte oft auch der Weg an Orte, von denen sie glaubten, dass sie besonders heilig oder besonders kraftvoll sind. Pilgerreisen sind meistens mit starken persönlichen und emotionalen Erfahrungen verbunden. Es geht nicht einfach nur darum, irgendwo hinzureisen. Es geht darum, sich selbst auf diesem Weg besser kennenzulernen, Klarheit über das eigene Leben zu gewinnen, innere Ruhe zu finden oder sogar Heilung zu erfahren. Die Strapazen einer langen Reise werden dabei oft als Teil der Erfahrung gesehen. Sie helfen uns, demütig zu werden, zu erkennen, wie klein und zugleich wertvoll wir in dieser riesigen Welt sind. In vielen Kulturen gilt Pilgern außerdem als eine Form der Reinigung. Man legt seinen Alltag ab, seine Sorgen und Belastungen und macht sich frei für etwas Neues, etwas Höheres. Vielleicht habt ihr das sogar schon mal selbst erlebt, wenn man unterwegs ist, lange Strecken zurücklegt und dabei vielleicht sogar Schwierigkeiten oder Herausforderungen überwindet, verändert das oft die Perspektive auf das eigene Leben und auf die Umwelt. Das ist genau das, was viele Menschen beim Pilgern suchen. Eine neue Perspektive, neue Hoffnung und manchmal auch eine neue Richtung im Leben. Jetzt wissen wir also ungefähr, warum Menschen pilgern. Aber was ist eine Pilgerreise eigentlich genau? Einfach gesagt, eine Pilgerreise ist eine spirituelle Reise, die meist zu einem bestimmten heiligen Ort führt. Dabei kann dieser Ort je nach Religion, Kultur oder persönlicher Überzeugung sehr unterschiedlich sein. Oft sind diese Orte verbunden mit wichtigen historischen Ereignissen, religiösen Legenden oder besonderen natürlichen Erscheinungen. Pilgerreisen gibt es in den verschiedensten Formen. Einige sind eher individuell und ruhig, andere hingegen sind große Gemeinschaftserlebnisse mit Tausenden oder sogar Millionen von Teilnehmern. Manchmal dauern diese Reisen Tage, Wochen oder sogar Monate. Und manchmal geht es auch einfach nur um eine kurze, intensive Erfahrung. Die bekannteste Form von Pilgerreisen findet natürlich in religiösen Kontexten statt. Im Christentum pilgern Menschen etwa nach Rom, Santiago de Compostela oder Jerusalem. Im Islam reisen Millionen Muslime jährlich zu Hajj nach Mekka. Hindus besuchen Orte wie Varanasi am Ganges oder nehmen an der gigantischen Kumbh Mela teil, während Buddhisten oft die heiligen Städte von Buddhas Leben besuchen, wie Bodh Gaya, wo Buddha seine Erleuchtung fand. Aber Pilgerreisen sind nicht nur religiös geprägt. Heutzutage gibt es viele Menschen, die aus ganz persönlichen, spirituellen oder sogar sportlichen Gründen pilgern. Zum Beispiel wandern viele Menschen auf dem Jakobsweg, ohne zwingend religiöse Gründe zu haben. Sie suchen vielmehr nach einer Erfahrung, die ihnen im hektischen Alltag oft fehlt. Ruhe, innere Einkehr, Gemeinschaft, eine Verbindung zur Natur oder einfach nur die Chance, über das eigene Leben nachzudenken. Das Schöne daran ist, jede Pilgerreise ist einzigartig. Jeder erlebt sie anders. Jeder zieht andere Erkenntnisse und Erfahrungen daraus. Genau darin liegt der Zauber des Pilgerns. Es ist eine universelle Erfahrung, die zugleich unglaublich persönlich ist. Wenn du dich jetzt fragst, ob du selbst einmal pilgern solltest, warum nicht? Vielleicht merkst du ja, dass das genau das Richtige für dich wäre. Es könnte eine Erfahrung sein, die dein Leben auf positive Weise verändert, die dir hilft, Klarheit zu finden und dich persönlich wachsen zu lassen. Und genau das ist das Faszinierende daran. Pilgerreisen bringen uns nicht nur an einen bestimmten Ort, sondern oft auch näher zu uns selbst. Also bleib dabei, das war erst der Anfang. Wir haben noch eine Menge spannender Geschichten, historische Hintergründe und unglaubliche Orte zu entdecken. Ich freue mich darauf, diese Reise mit euch
fortzusetzen. Nachdem wir jetzt wissen, warum Menschen überhaupt pilgern und was genau eine Pilgerreise ausmacht, lasst uns nun einmal richtig tief in die Geschichte eintauchen. Wo genau hat das Pilgern eigentlich begonnen? Wann und wo fanden die ersten bekannten Pilgerreisen der Menschheit statt? Lasst uns ganz weit zurückgehen. Wir reden hier nicht von ein paar hundert, sondern von mehreren tausend Jahren. Beginnen wir mit einem der ältesten Orte, der als Pilgerstätte überhaupt identifiziert wurde, Göbekli Tepe. Dieser Ort in der heutigen Türkei könnte tatsächlich die älteste bekannte Pilgerstätte der Welt sein. Er ist über 11.000 Jahre alt. Stell dir mal vor, das ist älter als die ägyptischen Pyramiden, älter als Stonehenge, älter als jede bekannte Siedlung. Göbekli Tepe ist deshalb so spannend, weil Forscher glauben, dass Menschen aus verschiedensten Regionen und über weite Entfernungen dorthin kamen, um Rituale abzuhalten und sich zu versammeln. Archäologen fanden dort riesige Steinsäulen, kunstvoll verziert mit Tierfiguren und Symbolen, die wahrscheinlich religiöse Bedeutung haben. Warum aber haben Menschen so früh in der Geschichte derartige Mühen auf sich genommen, um hierher zu kommen? Wahrscheinlich aus denselben Gründen, aus denen Menschen heute noch pilgern, um eine Verbindung zum Göttlichen herzustellen, Gemeinschaft zu erfahren und wichtige Lebensfragen zu klären. Aber Göbekli Tepe war nicht allein. Einige tausend Kilometer weiter westlich in Großbritannien finden wir einen anderen berühmten Pilgerort, Stonehenge. Ja genau, dieses mysteriöse Steinkreisdenkmal, das ihr bestimmt aus Filmen oder Büchern kennt, wurde vor etwa 5000 Jahren errichtet. Und noch heute rätseln Forscher, wofür genau Stonehenge eigentlich gebaut wurde. Viele glauben, dass es eine religiöse Kultstätte war, zu der Menschen regelmäßig pilgerten, besonders zur Sommersonnenwende. Warum ausgerechnet dann? Weil zu diesem Zeitpunkt die Sonne auf besondere Weise durch die Steine scheint. Das hat vermutlich symbolische Bedeutung gehabt. Vielleicht als Verbindung zwischen Menschen und den Göttern oder der Natur. Auch auf Malta finden wir Tempelanlagen, die älter sind als die ägyptischen Pyramiden. Die sogenannten Megalith-Tempel Maltas sind rund 6000 Jahre alt. Diese Bauwerke waren vermutlich ebenfalls wichtige Pilgerstätte. Man nimmt an, dass die Menschen damals hierher kamen, um Fruchtbarkeit, Gesundheit oder andere Formen göttlichen Schutzes zu erbitten. Diese Orte waren vermutlich regelrechte Zentren des damaligen gesellschaftlichen Lebens. Und das Pilgern war möglicherweise ein Ereignis, auf das die Menschen das ganze Jahr lang hinfieberten. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, auch nach Ägypten zu schauen. Obwohl Ägypten heute vor allem für seine spektakulären Pyramiden bekannt ist, waren auch die großen Tempelanlagen entlang des Nils zentrale Pilgerorte. Orte wie Karnak, Luxor oder Abu Simbel zogen jährliche Tausende an, die dort ihre Götter ehrten, um Schutz und Segen baten und auf eine positive Zukunft hofften. Die Ägypter hatten eine sehr starke Verbindung zu ihren Göttern und die Pilgerreise war für sie ein wesentlicher Bestandteil ihrer religiösen Lebens. Dabei waren diese Reisen oft so gut organisiert, dass ganze Gemeinden oder sogar Städte gemeinsam aufbrachen, um zusammen diese heiligen Orte zu besuchen. Noch weiter östlich im Gebiet des heutigen Iraks lag Babylon, einer der bedeutendsten Pilgerstätten der Antike. Hier verehrte man Marduk, einen der wichtigsten Götter Mesopotamiens. Tausende Menschen pilgerten jedes Jahr nach Babylon, besonders zum großen Neujahrsfest, das gleichzeitig religiöse Erneuerung und Gemeinschaft bedeutete. Auch Ur, die angebliche Heimstatt Abrahams, war ein bedeutender Pilgerort. Abraham gilt in mehreren Religionen als Stammvater und seine Heimatstadt war somit ein zentraler Punkt für viele frühe Pilgerreisen. Hier wurde vor allem der Mondgott Sin verehrt. Diese Beispiele zeigen eindrucksvoll, dass Pilgern keineswegs nur ein religiöser Trend moderner Religion ist, sondern dass es tief in der menschlichen Natur liegt. Seit Jahrtausenden suchen Menschen diese heiligen Orte auf, verbinden sich dabei mit einer spirituellen Kraft und finden Gemeinschaft. Pilgern ist somit ein tiefes menschliches Bedürfnis, das alle Kulturen und Zeitalter überdauert hat. Das Faszinierende daran ist, dass diese Traditionen bis heute lebendig sind, auch wenn sie sich in Form und Bedeutung verändert haben. Die Geschichte des Pilgerns zeigt uns, dass Menschen schon immer bereit waren, große Mühen auf sich zu nehmen, um ihrer Suche nach Sinn, Klarheit und spiritueller Verbindung Ausdruck zu verleihen. Bleibt dran, denn wir werden uns im nächsten Teil noch genauer ansehen, wie sich diese Traditionen in verschiedenen Kulturen und Religionen bis heute festgesetzt haben. Nachdem wir uns jetzt intensiv mit den ältesten Pilgerstätten beschäftigt haben, lasst uns nun auf eine spannende Weltreise gehen. Wir schauen uns an, wie Pilgerreisen in den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen aussehen und welche Bedeutung sie für Millionen von Menschen rund um den Globus haben. Denn egal ob Hinduismus, Christentum, Judentum, Buddhismus oder Islam, überall finden wir beeindruckende Beispiele dafür, wie tief das Bedürfnis nach Pilgern in den Menschen verwurzelt ist. Beginnen wir mit Indien und dem Hinduismus. Vielleicht habt ihr schon mal von der Kumbh Mela gehört. Es ist die größte religiöse Versammlung der Welt und findet alle 3 Jahre in einer von 4 verschiedenen Städten statt. Haridwar, Prayagraj, früher Allahabad,
Nasik und Ujjain. Alle 12 Jahre findet das Mahakumbh Mela statt und dabei kommen bis zu 120 Millionen Menschen zusammen. Ja, richtig gehört, 120 Millionen Menschen. Sie pilgern dorthin, um sich im heiligen Fluss Ganges oder in einem anderen heiligen Gewässer von ihren Sünden reinzuwaschen. Der Ganges gilt für Hindus als Fluss, der Himmel und Erde miteinander verbindet. Diese gigantische Zusammenkunft zeigt uns, wie stark der Glaube und das Bedürfnis nach spiritueller Reinigung in der hinduistischen Kultur verankert ist. Ein weiterer wichtiger Pilgerort im Hinduismus ist Varanasi, einer der ältesten durchgehend bewohnten Städte der Welt. Die Stadt gilt als heiligste Stadt des Hinduismus und liegt direkt am Ganges. Millionen von Hindus besuchen Varanasi, um spirituelle Erlösung zu finden oder um ihren verstorbenen Angehörigen eine heilige Bestattung am Fluss zu ermöglichen. Wechseln wir nun in die jüdische Kultur. Jerusalem ist für Juden die zentrale Pilgerstätte schlechthin. Hier befindet sich die Klagemauer, der letzte verbliebene Teil des zweiten jüdischen Tempels. Juden aus aller Welt pilgern hierher, um an diese heiligen Mauer zu beten, Bitten zu äußern und sich Gott besonders nah zu fühlen. Zu bestimmten jüdischen Feiertagen wie Pessach, Shavuot und Sukkot gibt es besonders intensive Pilgerströme nach Jerusalem. Diese Reisen haben oft eine tiefe persönliche und gemeinschaftliche Bedeutung für die Pilgernden und stärken ihre kulturelle und religiöse Identität. Auch im Christentum finden wir zahlreiche wichtige Pilgerorte, die seit Jahrhunderten bestehen. Zu den bekanntesten gehören Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela. Santiago, der berühmte Jakobsweg, ist wohl der bekannteste Pilgerweg überhaupt. Jährlich pilgern Hunderttausende Menschen zu Fuß, mit dem Fahrrad oder sogar mit Pferden den Jakobsweg entlang, um das Grab des Apostels Jakobus in der Kathedrale von Santiago zu besuchen. Die Pilger erleben dabei oft tiefe persönliche Veränderungen, reflektieren über ihre Leben und finden Gemeinschaft mit Menschen aus aller Welt. Im Rom, dem Herzen des katholischen Glaubens, pilgern Menschen zum Vatikan, wo sich die Grabstätte des Apostels Petrus befindet. Für Christen symbolisiert Rom die enge Verbindung zur Kirche und zur Tradition ihres Glaubens. Jerusalem wiederum zieht Christen an, weil es der Ort ist, an dem Christus gekreuzigt wurde und wieder auferstanden sein soll. Die Via Dolorosa, der Leidensweg Jesu, ist eine besonders intensive Pilgerroute, die jedes Jahr unzählige Gläubige in die Stadt zieht. Kommen wir nun zum Buddhismus, einer Religion, in der das Pilgern ebenfalls eine zentrale Rolle spielt. Buddhisten besuchen insbesondere 4 heilige Städte, die alle mit dem Leben des Buddha verbunden sind. Diese Orte sind Lumbini, wo Buddha geboren wurde, Bodh Gaya, der Ort einer Erleuchtung, Sarnath, wo er seine erste Lehre hielt, und Kushinagar, wo er gestorben ist und ins Nirvana einging. Diese Pilgerreisen helfen Buddhisten, ihr Verständnis von Buddhas Lehre zu vertiefen und spirituelle Einsichten zu gewinnen. Und schließlich kommen wir zum Islam, wo die Hajj nach Mekka eine der bedeutendsten religiösen Pflichten darstellt. Millionen von Muslimen reisen jedes Jahr zu Kaaba, dem heiligsten Ort des Islams, um Rituale durchzuführen, die an den Propheten Ibrahim erinnern. Die Hajj symbolisiert Einheit, Demut und Hingabe an Gott und gilt als eine der 5 Säulen des Islams. Wie ihr seht, ist das Phänomen der Pilgerreise unglaublich vielfältig und tiefgründig. Überall auf der Welt haben Menschen das Bedürfnis, spirituelle Erfahrungen zu machen, Gemeinschaft zu spüren und ihrem Glauben Ausdruck zu verleihen. Dabei verbindet sie eins: die Suche nach Sinn, nach Wahrheit und nach Nähe zu etwas Größerem, das über ihr Alltagsleben hinausgeht. Bleibt dran, denn im nächsten Teil werden wir uns noch intensiver mit der islamischen Pilgerreise beschäftigen und herausfinden, wie genau diese Tradition entstanden ist und welche Bedeutung sie für Muslime bis heute hat. Nachdem wir jetzt viel über Pilgerreisen in verschiedenen Kulturen und Religionen gesprochen haben, ist es an der Zeit, eine besonders bedeutende Pilgerreise genauer unter die Lupe zu nehmen. Die islamische Pilgerfahrt, die Hajj. Woher stammt eigentlich die Hajj und warum ist sie heute eine so zentrale Säule im Islam? Lasst uns diese faszinierende Geschichte Schritt für Schritt entdecken. Der Ursprung der Hajj liegt lange vor dem Islam. Tatsächlich reicht ihre Geschichte zurück bis zum Propheten Ibrahim, einer zentralen Figur nicht nur im Islam, sondern auch im Christentum und Judentum. Laut islamischer Überlieferung wurde Ibrahim von Gott angewiesen, zusammen mit seinem Sohn Ismail eine heilige Stätte zu errichten. Diese Stätte ist heute bekannt als die Kaaba in Mekka. Die Kaaba gilt als das erste Gotteshaus, das für den Monotheismus erbaut wurde, also für die Verehrung eines einzigen Gottes. Sie sollte ein Ort sein, an dem sich Menschheit aus aller Welt versammeln, um gemeinsam Gott zu verehren. Ibrahim errichtete die Kaaba zusammen mit Ismail und
anschließend lud er Menschen aus der gesamten Region ein, diesen heiligen Ort zu besuchen. Im Laufe der Jahrhunderte wandelte sich jedoch die ursprüngliche monotheistische Tradition der Kaaba. Vor der Geburt des Islam hatte sich Mekka in ein Zentrum für verschiedene Götterkultur verwandelt. Die Kaaba selbst war zu dieser Zeit voller Statuen und Götzenbilder, die von den arabischen Stämmen verehrt wurden. Trotz dieser Veränderung blieb Mekka weiterhin ein wichtiges Pilgerzentrum. Jährlich pilgerten zahlreiche Menschen aus verschiedenen Religionen der arabischen Halbinsel dorthin, um ihre Götter zu verehren und Handelsgeschäfte abzuschließen. Mekka war also gleichzeitig spirituelles und wirtschaftliches Zentrum. Mit dem Auftreten des Propheten Mohammed im 7. Jahrhundert änderte sich jedoch alles. Mohammed verkündete die Botschaft vom reinen Monotheismus, von der Verehrung eines einzigen Gottes, Allah. Einer seiner ersten Schritte nach der Rückkehr nach Mekka im Jahr 630 war die Reinigung der Kaaba von allen Götzenbildern und Statuen. Die Kaaba wurde damit wieder das, was sie ursprünglich sein sollte: ein reiner Ort der Anbetung eines einzigen Gottes. Mohammed stellte auch die ursprünglichen Rituale wieder her, die einst von Ibrahim eingeführt worden waren. Er definierte genaue Abläufe und Bedingungen, unter denen die Hajj durchgeführt werden sollte. Diese Pilgerfahrt wurde zur 5. Säule des Islams erklärt. Das heißt, jeder erwachsene Muslim, der körperlich und finanziell dazu in der Lage ist, sollte diese Reise mindestens einmal in seinem Leben unternehmen. Heute beginnt die Hajj jedes Jahr am 8. Tag des islamischen Monats Zulhijjah und dauert 5 Tage. Während dieser Zeit führen Millionen Muslime verschiedene Rituale durch, die eng mit den Ereignissen im Leben Ibrahims verbunden sind. Zu diesen Ritualen gehören das Umkreisen der Kaaba, das Laufen zwischen den Hügeln Safa und Marwa, um an die verzweifelte Suche von Ibrahims Frau Hajar nach Wasser zu erinnern, und das symbolische Steinigen des Teufels in Mina, das an die Prüfung Ibrahims erinnert, als er von Gott aufgefordert wurde, seinen Sohn zu opfern. Ein Höhepunkt der Hajj ist das Stehen auf dem Berg Arafat, wo Pilger den ganzen Tag in Andacht und Gebet verbringen. Dies erinnert an den Ort, an dem der Prophet Mohammed seine letzte Predigt hielt, und symbolisiert das Treffen der Menschheit vor Gott am Tag des jüngsten Gerichts. Dieses Ereignis gilt vielen Muslimen als besonders spiritueller Moment, der tiefes Nachdenken, Reue und Neuanfang ermöglicht. Im Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich die Hajj immer weiter. Ursprünglich eine Reise, die oft Wochen oder sogar Monate dauerte und mit großer Gefahr und Anstrengung verbunden war, ist sie heute durch moderne Transportmittel und Infrastruktur erheblich erleichtert worden. Trotzdem bleibt die spirituelle Bedeutung unvermindert. Für viele Muslime ist die Hajj eine tiefgreifende Lebenserfahrung, die ihre Beziehung zu Gott, ihren Glauben und ihr Selbstverständnis grundlegend prägt. Die Entwicklung der Hajj zeigt, wie religiöse Rituale über Jahrhunderte hinweg bestehen und sich dennoch den Umständen der Zeit anpassen können. Sie verdeutlicht aber auch die Kontinuität und Einheit des islamischen Glaubens. Millionen Menschen unterschiedlicher Herkunft kommen jedes Jahr zusammen, um gemeinsam ein Ritual zu vollziehen, das ihre spirituelle Einheit symbolisiert. Im nächsten Teil unseres Videos werden wir dann detailliert über das Opferfest sprechen, das eng mit der Hajj verbunden ist und eine tiefere Bedeutung hat, als viele vielleicht wissen. Bleibt also unbedingt dabei, denn das wird besonders spannend. Jetzt kommen wir zu einem besonderen Highlight, das jedes Jahr Millionen Menschen auf der ganzen Welt feiern: das Opferfest. Aber habt ihr euch jemals gefragt, warum genau wir das Opferfest feiern und was wirklich dahinter steckt? Ist es ein eigenständiges Fest oder hat es ursprünglich einen ganz anderen Hintergrund? Um das wirklich zu verstehen, müssen wir tief in die Geschichte zurückgehen. Zurück zu Ibrahim, der zentralen Figur, von der wir schon gesprochen haben. Die Geschichte Ibrahims ist im Islam, aber auch im Christentum und Judentum von großer Bedeutung. Laut der islamischen Überlieferung wurde Ibrahim von Gott mit einer der größten Prüfungen seines Lebens konfrontiert. Gott befahl Ibrahim in einem Traum, seinen geliebten Sohn Ismail zu opfern. Obwohl Ibrahim über diese Aufforderung zutiefst erschüttert war, zeigte er absoluten Gehorsam und war bereit, diesen schweren Schritt zu gehen. Kurz bevor Ibrahim seinen Sohn Ismail opfern konnte, intervenierte Gott jedoch und sandte stattdessen ein Schaf, das anstelle von Ismail geopfert werden sollte. Dieser Moment symbolisiert die absolute Hingabe, das Vertrauen und die Opferbereitschaft Ibrahims gegenüber Gott. Genau dieses Ereignis bildet den Hintergrund für das heutige Opferfest. Im Koran wird diese Geschichte ausführlich beschrieben, insbesondere in Sure 37, Verse 102 bis 109. Diese Verse machen deutlich, dass nicht das physische Opfer an sich, sondern vielmehr die Hingabe und das Vertrauen in Gott das zentrale Element sind. Das Opfer wird als symbolischer Akt verstanden, um an die Gehorsamkeit und den Glauben Ibrahims zu erinnern. Jetzt könnte man denken, dass das Opferfest eine eigenständige Tradition ist, aber tatsächlich ist es historisch gesehen untrennbar mit der Pilgerreise nach Mekka verbunden. Und ursprünglich war das Opferfest kein eigenständiger Feiertag, sondern ein wichtiger Bestandteil der Hajj-Rituale. Im Koran finden wir klare Hinweise darauf.
besonders in Surah 22, Vers 36 bis 37. Dort wird beschrieben, dass das Opfer Teil der Pilgerreise ist und dazu dient, den Pilgern eine Gelegenheit zu bieten, ihre Hingabe und Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck zu bringen. Erst im Laufe der Jahrhunderte hat sich das Opferfest zu einem eigenen Fest entwickelt, das auch außerhalb Mekkas und der Pilgerreise gefeiert wird. Heute feiern Millionen Muslime weltweit das Opferfest, unabhängig davon, ob sie gerade an der Hajj teilnehmen oder nicht. Dabei opfern sie traditionell ein Tier, meist Schafe, Ziegen, Rinder oder Kamele, wobei 1/3 des Fleisches an Arme und Bedürftige verteilt wird, 1/3 an Nachbarn und Freunde und 1/3 von der Familie selbst gegessen wird. Diese Praxis betont die Bedeutung der Solidarität, Gemeinschaft und sozialen Verantwortung innerhalb des Islams. Das heutige Opferfest ist also nicht nur ein religiöser Akt, sondern auch ein soziales und kulturelles Ereignis, das Familien und Gemeinschaften zusammenbringt. Trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass das ursprüngliche Ritual eng mit der Hajj verbunden war und eigentlich nicht als eigenständiger Feiertag gedacht war. Vielmehr ging es ursprünglich darum, dass Pilger am Ende ihrer Pilgerreise in Mekka ihre Hingabe zu Gott symbolisch durch das Opfer eines Tieres ausdrücken. Warum hat sich das Opferfest nun zu einem eigenständigen Fest entwickelt? Wahrscheinlich liegt das an der tiefen spirituellen Botschaft des Opfers und der universellen Bedeutung von Solidarität und Teilen. Dadurch wurde das Fest zu einer eigenständigen Tradition, die weit über die Grenzen Mekkas hinausging und heute überall auf der Welt gefeiert wird. Doch egal, wie sich die Traditionen auch entwickelt haben mögen, das Wesentliche bleibt unverändert. Das Opferfest erinnert uns an wichtige Werte wie Hingabe, Opferbereitschaft, Vertrauen und soziale Verantwortung. Es ruft uns dazu auf, füreinander da zu sein, Bedürftige zu unterstützen und dankbar für das zu sein, was wir haben. In unserem nächsten Teil werden wir noch tiefer darauf eingehen, wie Muslime heute Eid al-Adha weltweit feiern und welche unterschiedlichen Traditionen und Bräuche sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Bleibt dabei, es wird spannend. Nachdem wir uns ausführlich mit dem Ursprung der Bedeutung des Opferfestes beschäftigt haben, wollen wir jetzt genauer hinschauen, wie dieses Fest heute überall auf der Welt gefeiert wird. Eid al-Adha oder das Opferfest gehört zu den wichtigsten und größten Feiertagen im islamischen Kalender. Es ist ein Fest voller Freude, Gemeinschaft und Großzügigkeit, aber auch eines, das von Land zu Land ganz unterschiedlich aussehen kann. Fangen wir bei den grundlegenden Traditionen an. Am Morgen des Opferfestes besuchen Muslime weltweit zuerst die Moscheen für ein gemeinsames Festgebet, das sogenannte Eidgebet. Dabei versammeln sich Männer, Frauen und Kinder in großen Gruppen, oft auch im Freien, um gemeinsam Gott zu danken und für Frieden und Wohlstand zu beten. Dieses Gebet markiert den feierlichen Beginn des Opferfestes und ist zugleich Ausdruck der Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit unter Muslimen. Nach dem Eidgebet folgt die zentrale Handlung des Festes: das Schlachten des Opfertieres. Dabei werden traditionell Schafe, Ziegen, Rinder oder Kamele geopfert. Wie wir bereits erfahren haben, symbolisiert dies die Hingabe und Opferbereitschaft gegenüber Gott, ganz nach dem Vorbild von Ibrahim. Doch dabei geht es nicht alleine um das Opfern an sich, sondern vielmehr darum, den Geist des Teilens und der Großzügigkeit zu fördern. Das Fleisch des geopferten Tieres wird deshalb in 3 Teile geteilt. 1/3 wird an Bedürftige verteilt, 1/3 an Freunde, Nachbarn und Verwandte verschenkt und das letzte Drittel wird von der Familie selbst verzehrt. Diese Praxis hat eine besonders starke soziale Komponente. Sie erinnert die Muslime daran, großzügig zu sein und ihre Mitmenschen zu unterstützen, besonders jene, die weniger Glück haben. In vielen islamischen Ländern ist das Opferfest daher auch eine Zeit der besonderen Solidarität und Großzügigkeit gegenüber Armen und Bedürftigen. Doch Eid al-Adha besteht nicht nur aus religiösen Ritualen. Es ist auch ein Fest der Familie, Gemeinschaft und Kultur. Familienmitglieder kommen oft von weit her zusammen, um gemeinsam zu feiern, Mahlzeiten zuzubereiten und Zeit miteinander zu verbringen. In vielen Regionen werden spezielle Gerichte zubereitet, die oft nur zu dieser Zeit des Jahres serviert werden. Diese kulinarischen Traditionen variieren stark. In arabischen Ländern sind oft gegrilltes Fleisch, Reisgericht oder süße Gebäcke vorbereitet. In der Türkei genießen Familien typische Speisen wie Kavurma oder Baklava, während in südasiatischen Ländern spezielle Gerichte wie Biryani oder Kher serviert werden. Auch Kinder freuen sich ganz besonders auf das Opferfest. Traditionell bekommen sie neue Kleidung und Geschenke und es gibt viele Spiele und Aktivitäten, die speziell für sie organisiert werden. Das Fest ist somit auch eine Zeit großer Freude und Aufregung für die jüngsten Familienmitglieder. Doch trotz aller Gemeinsamkeiten gibt es weltweit auch regionale Unterschiede in der Art und Weise, wie Eid al-Adha gefeiert wird. In Saudi-Arabien, Ägypten oder Pakistan kann das Fest mehrere Tage dauern, in denen Verwandte besucht werden und große Familienfeste stattfinden. In westlichen Ländern hingegen müssen Muslime das Opferfest oft in einem anderen kulturellen Kontext feiern. Hier werden die Feierlichkeiten oft
oft in Moscheen oder speziellen Gemeindeeinrichtungen organisiert, um Gemeinschaft und Zusammenangehörigkeit trotz der oft kleineren muslimischen Gemeinschaften zu fördern. Diese kulturellen Unterschiede zeigen uns, dass Eid al-Adha nicht nur ein religiöser Feiertag ist, sondern auch ein lebendiger Teil der jeweiligen kulturellen Identität. Überall auf der Welt passen Muslime das Fest an ihre lokalen Traditionen und Bedingungen an, ohne dabei die ursprüngliche spirituelle Botschaft aus den Augen zu verlieren. Das Opferfest heute ist somit eine faszinierende Mischung aus religiösen Ritualen, sozialen Werten und kulturellen Traditionen. Es erinnert Muslime überall auf der Welt an zentrale Werte wie Hingabe, Großzügigkeit, Gemeinschaft und Solidarität. In unserem abschließenden Teil werden wir darüber nachdenken, was diese uralte Tradition uns heute, unabhängig von unserer religiösen oder kulturellen Herkunft, lehren kann. Bleibt dran, denn es wird nochmals richtig inspirierend. Jetzt haben wir auf unserer Reise durch Geschichte, Kulturen und Religion wirklich viel gelernt. Von den ersten Pilgerstätten der Menschheit bis zu den Traditionen und Ritualen des Opferfestes, die Millionen Menschen bis heute feiern. Aber was bedeutet all das nun konkret für uns? Was können wir aus diesen Geschichten und Traditionen für unser eigenes Leben mitnehmen? Ganz egal, welche Religion oder welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Erstens haben wir gesehen, dass Pilgern und das Feiern besonderer Tage tiefer Ausdruck einer universellen menschlichen Sehnsucht sind. Wir Menschen sind ständig auf der Suche nach Bedeutung, Sinn und Verbindung. Pilgerreisen sind nicht nur physische Wege, sondern auch innere Reisen, auf denen Menschen sich selbst entdecken und neu definieren können. Egal ob wir nach Mekka, Jerusalem, Varanasi oder Santiago pilgern, überall ist der Weg mindestens genauso wichtig wie das Ziel. Die Tradition des Opferfestes wiederum lehrt uns universelle Werte, die weit über den religiösen Kontext hinausgehen. Opferbereitschaft, Hingabe, Großzügigkeit und Solidarität. Diese Werte sind wichtiger denn je in einer Zeit, in der Individualismus und Materialismus oft dominieren. Das Opferfest zeigt uns, wie kraftvoll es sein kann, wenn wir etwas teilen, uns gegenseitig unterstützen und unser Herz füreinander öffnen. Es erinnert uns daran, dass wahre Menschlichkeit daran liegt, füreinander da zu sein und Verantwortung für unsere Mitmenschen zu übernehmen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gemeinschaft. Ob wir nun an Pilgerreisen teilnehmen oder das Opferfest feiern, beide Rituale stärken den Zusammenhalt innerhalb unserer Familien, unserer Gemeinschaft und sogar über kulturelle Grenzen hinweg. Sie zeigen uns, wie wichtig es ist, gemeinsam mit anderen zu feiern, zu trauern, zu lachen und Herausforderungen zu meistern. Diese Momente gemeinsamer Erfahrung schaffen Erinnerungen, die uns für unser ganzes Leben prägen und begleiten können. Doch vielleicht liegt die wichtigste Botschaft darin, offen zu bleiben für andere Kulturen, Religionen und Traditionen. Unsere Welt ist unglaublich vielfältig und reich an Traditionen und Erfahrungen. Indem wir mehr voneinander lernen, mehr Verständnis füreinander entwickeln und Gemeinsamkeiten statt Unterschiede betonen, können wir eine bessere, harmonischere Welt erschaffen. Mein Aufruf an euch lautet daher: Bleibt neugierig, seid offen und habt keine Angst davor, Neues zu entdecken. Vielleicht habt ihr jetzt Lust bekommen, einmal selbst eine Pilgerreise zu unternehmen, sei es im religiösen, spirituellen oder einfach persönlichen Sinne. Oder vielleicht wollt ihr euch nächstes Mal bewusster an Feiertagen wie dem Opferfest beteiligen, egal ob ihr selbst gläubig seid oder nicht. Jede Erfahrung, jedes Fest und jede Begegnung kann uns reicher, verständnisvoller und glücklicher machen. Zum Abschluss möchte ich euch noch einmal an die zentrale Botschaft erinnern, die wir uns dieser Reise mitnehmen können. Das Leben selbst ist eine Art Pilgerreise, voller Höhen und Tiefen, voller Begegnungen und Erfahrungen. Es ist eine Reise, die uns immer wieder die Möglichkeit gibt, über uns selbst hinauszuwachsen, füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu unterstützen. Danke, dass ihr auf dieser spannenden Reise dabei wart. Bleibt offen, bleibt neugierig und denkt immer daran, die Reise ist das Ziel. Bis zum nächsten Mal.